Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es ist soweit, ich bin hyped auf jeden Fall. Der neue Dungeon ist da. Ja, hier die Taverne der dunklen Doppelgänger ist eben gerade erschienen. Und wir, ja moine, Alter, wir finden direkt den Schlüssel. Wir befinden uns natürlich heute auf unserem Main, denn wir wollen heute den Dungeon packen. Ja, heute werden wir den Dungeon in der Lichtwelt bezwingen und morgen im Video werden wir gucken, wie weit wir im Dungeon kommen in der Schattenwelt. Also seid gespannt, morgen geht es auf jeden Fall weiter mit dem Dungeon der dunklen Doppelgänger. Heute werden wir die Lichtwelt clearen vielleicht. Zuerst mal müssen wir den Schlüssel finden. Das ist eigentlich das Wesentliche. Für die Schattenwelt haben wir jetzt schon echt Luck gehabt. Da haben wir den direkt auf Anhieb gefunden. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen lucky sein und den für die Lichtwelt finden. Und da ist er auch. Ja, nice. Und da haben wir ihn direkt auch freigeschaltet. Und wir können direkt rein in den Dungeon. Ich bin sehr gespannt. Endlich seit, ich weiß gar nicht. Wann kam der letzte Dungeon raus? Olymp? Oder waren das die nordischen Götter? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ist schon echt lange her. Deswegen bin ich echt gespannt, was wir jetzt im neuen Dungeon anrichten können. Und vor allen Dingen, mal gucken, ob wir die Lichtwelt clearen können. Ich weiß nicht, wie stark der wird. Aber ich denke mal, die Schattenwelt sollte so ungefähr auf einer Ebene mit dem Olymp sein. Mal schauen. Ich weiß noch nichts großartig darüber. Außer dass die Gegner sind aus dem legendären Dungeon soweit, aber ich würde mal sagen, wir gucken mal rein. Taverne der dunklen Doppelgänger, aus alten Freunden werden neue Feinde. Und hier sind wir auch schon. Die Bilder, die wir vorhin gesehen haben, in dem Video, was ich euch gezeigt hatte, haben wir hier im Hintergrund die Taverne in grün gehalten. Den tanzenden Pilz haben wir hier und hier die Beschreibung, er guckt recht angefressen. Ja, woran das wohl liegen mag, keine Ahnung. Und ansonsten, bevor es losgeht, lasst gerne ein kostenfreies Abo da, um nichts zu verpassen. Rund um neue Updates zu Shakes and Fidget und wie es morgen weitergeht in der Schattenwelt. Da bin ich persönlich auch sehr interessiert. Der erste Gegner schon Stufe 410. Hier sind wir in der Lichtwelt? Ja, moin. Welche Stufe ist denn hier in der Schattenwelt? 400? Was ist das denn für ein... Das ist ja weird. Ah, gut, wir greifen ihn mal an. Wir sind auf jeden Fall in der Lichtwelt und... One-Hit auf jeden Fall. Er gibt auch schon direkt 300 Millionen XP. Das ist sehr, 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 sehr nice. Ja, sehr cool. Und wir haben direkt das erste Epic, was ein bisschen schlechter ist, sag ich mal, ja. Wir gucken weiter. Fahnenflüchtige Stadtwache. Stufe 420. Sie bezeichnen sich selbst als fahnenflüchtig. Eigentlich wurden sie aufgrund fehlender Kompetenz rausgeschmissen, aber dich besiegen sie noch im Schlaf. Ja, die werden wohl im Schlaf besiegt. Da ist so ein kleiner Schreibfehler unterlaufen, denn die sind auch One-Hit und wurden nicht mal gekrittet. So, 30 Millionen Leben ist natürlich absolut gar nichts, ne? Wir kriegen schon sehr gut Erfahrung und wurde es angepasst, wir kriegen auch mehr Gold, glaube ich, soweit. Ne? Ich weiß nicht, ob es nur in der Lichtwelt so ist, aber ich glaube, das Maximale war ja 1000 Gold pro Dungeon, ne? Wurde das jetzt etwa ein bisschen angepasst? Das wäre ja sehr, sehr nice auf jeden Fall. Gut. Gegner Nummer 3 von 10. Wutschnaubender Wirt haben wir hier. Stufe 430. Fühle dich geehrt. Das Arsenal unter seinem Tresen bekommen normalerweise nur Zechpreller zu Gesicht. Heißt es nicht Zechenpreller? Zechpreller. Naja, auf jeden Fall zechen wir nicht die Prelle oder prellen wir die Zeche. Ja, guten Morgen. Auf jeden Fall wird hier der Wirt auch eliminiert. Es sind bisher keine großartigen Gegner für mich hier am Start, auf meiner Stufe auf jeden Fall nicht sehr erwähnenswert. Wir kommen zum nächsten und das ist hier der böswillige Betrüger. Oh Leute, ich freue mich so, dass es mal wieder einen neuen Dungeon gibt. Ich meine, wir kennen die Gegner zwar alle so, ne? Also das sind alles bekannte alte Gesichter, die wir hier vor uns haben, ne? Sind ein bisschen gerecycelt, so vielleicht mag der ein oder andere sagen. Durch den legendären Dungeon haben wir sie ja alle schon mal gesehen, ne? Aber ein neuer Dungeon ist ein neuer Dungeon. Und kann man immer mal machen, so, ne? Mir wird natürlich ein komplett neues Theme, was nochmal eingebaut wird, hier irgendwo noch besser gefallen, ne? Bisher kamen ja immer ganz, ganz neue Sachen, das sind jetzt so Shakes and Fidget, interne Sachen so, die in der SF-Welt schon bekannt sind. Aber ich freue mich auf jeden Fall trotzdem. Gespielt wird nach geheimen Schattenregeln und alles, was du einsetzen musst, ist dein Leben. So, da werden wir mal schauen, ob wir unser Leben verlieren oder behalten dürfen. Jawohl, wurde auch eliminiert und wir haben auch bald ein Level-Up. Wir sind bei 5 von 10, die Hälfte ist schon erledigt
Und als nächstes haben wir den Schmied hier. Zänkischer Zwergenschmied. Diese ist ein bisschen schlecht zu lesen hier, weil der Hintergrund so, ja weiß ich nicht, der passt irgendwie nicht ganz zur Farbe hier vom Namen. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Er hätte eine Menge Waffen zur Auswahl, aber er mag diesen Hammer einfach nicht aus der Hand legen. Ja, was ist denn mit ihm passiert? Hier einmal, hier ist der gute Schmied, ne? Und hier haben wir einmal den bösen Schmied und deswegen klatschen wir mal den bösen Schmied. Also das Leben ist ja echt, die sind ja echt, ja, weiß ich nicht, ist ja relativ low, der Dungeon irgendwie, ne? Ich bin mal gespannt, wie es morgen aussieht. Und Level Up, 577 haben wir erreicht, ja. Ich bin echt mal gespannt, wie es morgen aussieht in der Schattenwelt, ja. Mal gucken, was da auf uns so zukommen wird. Wir haben bisher nur ein Epic bekommen, kann das sein? Und hier so ein Teil hier für 5 Mille, was wir verkaufen können bei der Hexe. Oder in den Kessel schmeißen können. So, apropos Hexe. Hier haben wir die hinterlistige Hexe, das passt ja, Stufe 460. Der Kessel ist vorgeheizt und die Zutat des Tages darfst heute ausnahmsweise mal du sein. Ja, dann, das Ganze machen wir aber nicht mit, denn wir lassen uns bekanntlichermaßen nicht in die Suppe spucken. Deswegen rühren wir mal die Suppe um hier, denn wer das Ganze hier eingebrockt hat, der muss die Suppe nämlich auch auslöffeln. So, genug Suppenvergleiche, wir suppen mal los hier. Und jetzt suppt die Hexe aus der Nase. So, Stufe 460 haben wir eliminiert. Das Gold steigt stetig. Das finde ich sehr cool, dass das ein bisschen angepasst wird. Das ist sehr nice, ein ganz netter Nebeneffekt. Mal gucken, ob es in der Schattenwelt noch extremer ist. Und als nächstes haben wir den verwegenen Verkäufer. Er befördert dich gekonnt, gestikulierend ins Jenseits und du bezahlst wahrscheinlich noch dafür. Das ist ein wahrer Verkäufer, Leute, ja. Also, lasst euch nichts andrehen, sondern dreht ihn lieber die Gurgel um. Und den haben wir, also ich muss sagen, die Gegner haben nicht sehr viel Leben, ne? Also die sind noch nicht so strong auf jeden Fall. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet tatsächlich so, ne? Aber wir warten mal ab, was die Schattenwelt für uns bereithält, ne? Als nächstes haben wir hier den arglistigen Aber-Wuf, Stufe 480. Nur er weiß, wo das Rad stehen bleibt und Glück wirst du dieses Mal sicher nicht haben. Denn guter Rat ist teuer auf jeden Fall, ne? Deswegen schlagen wir ihn mal, also ein Rad schlagen, machen wir jetzt mal, wir geben ihm mal einen Ratschlag und ja, schlagen ihn. Zack, alle One-Hit. Mein zweites Epic, was wir bekommen haben hier, war noch nicht mal ein Crit gewesen, trotzdem immer noch One-Hit. Ich denke mal, die werden alle One-Hit bleiben. Also das ist bisher noch nicht so die großartige Herausforderung, aber dafür gibt es ein bisschen Erfahrung. Das ist ganz nett auf jeden Fall, das ist ganz cool, das nimmt man mit. Und als nächstes haben wir hier den Shakes. Also wird als letzter Dungeon-Gegner wohl der Fidget sein, ne? Krass, denn schon im 13. Stock, sowohl in der Schatten- als auch in der Lichtwelt, ist Marvin Clifford, also Fidget, der Endgegner. Finde ich ganz cool, ja, der hat es echt geschafft. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Dude. Schädelspalter Shakes haben wir am Start. Bislang hat er immer versehentlich Katastrophen ausgelöst. Jetzt macht er es mit voller Absicht. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, dafür muss er aber büßen hier. So, zack, auch One-Hit. Alles kein Problem, ganz easy. Ja, und damit haben wir auch den letzten Gegner erreicht und das ist hier der Fidget. Und zwar der furchteinflößende Fidget. Ja, er hatte schon immer diese ideale Körpergröße, um niederträchtige Tiefschläge auszuteilen. Ja, okay, dann heißt es für die Leute, die ein bisschen größer sind, da boxt er vielleicht unten durch. Oder er muss genauso groß sein wie der Fidget hier, dann seid ihr auf einer Wellenlänge. Ansonsten hat er immer einen sehr unfairen Vorteil euch gegenüber. Ja, furchteinflößender Fidget ist Stufe 500, der letzte Gegner hier in der Taverne der dunklen Doppelgänger in der Lichtwelt. Ne? Und wir drücken auf Kämpfen und One-Hit. Und damit haben wir auch das Achievement freigeschaltet. Ja, es gibt ja auch neue Achievements, einmal für die Licht- und Schattenwelt. Kneipenschläger haben wir hiermit freigeschaltet. Die Taverne der dunklen Doppelgänger in der Lichtwelt bezwingen. Sehr nice. Und kriegen natürlich zum letzten Gegner nochmal hier ein Epic mit dazu. Ist ja ein Pflicht-Epic. Und kriegen sogar auch nochmal ein Level-Up. Das ist doch ganz cool auf jeden Fall. Ne? Ich bin echt gespannt. Leute, schaltet morgen auch wieder ein zum Video, wenn wir dann in die Schattenwelt gehen. Ich denke mal, das wird dort ein bisschen schwieriger werden. Mal schauen.
Ich bin echt gespannt, ob wir den sogar weiterkriegen als ja, Olymp. Ich denke mal schon, ich glaube, der ist ein bisschen einfacher als der Olymp. Aber ich will, Schattenwelt kann echt tückisch sein. So. Das kann echt, also das kann auch echt nach hinten losgehen. Ne? Ich bin gespannt, ich weiß noch nichts, wie stark die Gegner dort sind. Ne? Lass mich da auf jeden Fall morgen im Video überraschen. Aber das war es erstmal soweit mit dem, ja, mit dem Video hier zum neuen Dungeon. Wir haben hier neue Achievements auch freigeschaltet, so, ne? Da haben wir hier Kneipenschläger und dann ist hier noch einmal die Sperrstunde und was man noch sieht, sind hier weitere Achievement-Slots. Das ist sehr interessant, muss ich sagen, denn da kommt anscheinend noch mehr hin. Und auch die Taverne der dunklen Doppelgänger hat ja nur 10 Etagen. Es gibt so viele Gegner in Shakes and Fidget, da kann man locker auch nochmal 20 Etagen machen oder 30 oder so. Ist ja wie mit dem 13. Stock, der hatte auch zuerst 10 Etagen, jetzt 20 so, ne? Also hier gibt es nochmal 10 Etagen und vielleicht in der Schattenwelt später auch nochmal 10 Etagen mehr. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ne? Kann gut sein, ist ein guter Dungeon, um erweitert zu werden. Ne? So viel möchte ich auf jeden Fall schon mal sagen. Könnte tatsächlich gut sein. So, aber das war es erstmal soweit mit dem heutigen Video. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da und schaut auf jeden Fall morgen rein. Hier, ich wollte nochmal gucken. Hier sind jetzt auch die Einträge im Sammelalbum zu den neuen Gegnern. Ne? Da haben wir sie auch alle besiegt und haben sie auch alle im Sammelalbum schön eingepflegt, ne? Damit wir auch die Prozente schön maximiert haben. Und ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.